Ja, ist gut. Wer immer du bist, wir sind keine Dämonen. Eyes narrowed, the woman picks up her sword. Keine Dämonen? Was dann? Erst Sateraner, ich Idenianer. Oder war es vor der Takat-Krankheit? Außenweltler. Verzeiht mir. Ich bin froh, euch nicht verletzt zu haben oder Schlimmeres. Kung Lao treads cautiously into the clearing past a demon's head. Kenshi, led by Johnny, crinkles his nose. Was ist das? Einfach schwimmen. Also, wer ist diese femme fatale? Ich bin Ashrah, Dämonin des Unterreichs. Dämonen? Wirkst ganz menschlich. Von hier, und was ist dein Unterreich? Das haben die Mönche doch erklärt. Hast du denn immer geschlafen? Da offenbar schon. Das Unterreich ist die Hölle. Kein Witz. Ach was. Ich wirke fast menschlich, weil ich das Böse aus meiner Seele trieb. Wenn ich fertig bin, verblasst der restliche Teil meiner dämonischen Gestalt ganz. Warum jagten dich die Dämonen? Mein ehemaliger Meister Quan Chi schickte sie. Ich war in seiner Schwesternschaft der Schatten. This Friday night. Er Oh wollte, my goodness. It's will going to nach be wie vor time again to die create a new Herrschaft team. über die Reiche. Als ich begriff, dass ich An kein Teil entire davon year sein of a new wollte, sagte gameplay. ich mich A los. football, weißt? Jetzt will er deinen Tod. Ganz genau. She smirks. Ich folgte Quan Chi aus dem Unterreich. Jetzt Er neu. erschafft Man kann den eigenartige Siri Geräte, auch die schlagen. Das heißt, wenn man massenhaft aus was Seelen Rapidler, aufsammeln. geht man hin und haut den auf die Goschen. Das erste davon an den Toten, die im Wald leben. Warum Seelen? Dann kommt man, läuft Familie Haaland dahin, Er so nutzt mit den ihre Armen hinter den Macht. Rücken und dann gibt es Für einen welchen Reif Zweck und weiß ich nicht. Aber es dient den Plänen eines anderen. und drückt da Messers. hebt den auf, macht den Shang Tombstone, Tsung. die rote Johnny Karte. glances at Kenshi. Verdammt. Der Typ ist überall. Das ist ja lustig. Na, Du spaßig. glaubst, Quan Chi ist hier? Ja, wie genau? Ha? Mein Der goldene Geist Wichser. führt Her sword. ihn. Er ist nah. Oh nein. Wir bringen mich heim. Wir haben einen Auftrag. Quan Chi könnte uns zu Shang Tsung führen. Liu Kang hat recht. Er ist doch aus der Party raus, Jesus Shang Christus. Tsung muss als Gefahr beseitigt werden. Der will Ich jetzt helfe. einkaufen. Und ich auch. Die Ja-Stimmen überwiegen. Antrag angenommen.
Ashrah, geh voran. Johnny gestures Wieder magnanimous. Kinder. With a friendly smile, Ashrah leads them deeper Ist into the keiner living was man forest. bezahlen will. Hör das, du deutsche Ashrah's Mistsau. jagged An der crystal Kasse. glows white as they walk onward. Sie müssen bezahlen. Ja, passt schon. Ist mal wurscht, Zeichen oder was seiner glaubt Bosheit euch? werden immer stärker. Das Sie ist kriegen eine Hausverbot, der mächtige König. Waffe. Ja, passt schon. Und ein guter Verbündeter. Wenn ich das Böse damit vernichte, werde ich immer mehr gereinigt. Also ich bin ja echt für Selbstoptimierung. Chuck. Aber seit wann will eine Dämonin weniger böse sein? Ich war Herr eine König, das Ewigkeit können Sie nicht gefangen mit im Worts. Unterreich. Ich dachte, es gäbe keine Hoffnung mehr für mich. Doch dann sah ich das Erdenreich, die Und dann seid Außenwelt, ihr einen besseren zum Weg Chef, zu leben. guten Morgen, liebe Um das zu Filiale. erreichen, musste ich meine Seele läutern. Das machte meine Frau hat dich nicht Dämonenschwestern verdient. rasend. Kia und Shataka jagten mich als Erste. Ashrah frowns. Quan Chi ist auch ein Dämon? Er ist ein Außenweltler. Doch er beherrscht die dunkle Magie, um ungehindert in mein Reich zu A reisen. large insect hovers near Reptile's face. His tongue flicks out to catch it, and he hastily stuffs its spindly legs into his mouth. Warum hat er sich mit Shang Tsung eingelassen? Sie haben beide eine Gönnerin. Sie holte sie aus dem Dunkel und unterrichtete sie. Ich kenne sie nicht. Doch sie ist zweifelsohne eine Zauberin von großer Macht. The Chris sword glows brightly, emanating a golden aura. Quan Chi ist nah. Quan Chi stands on a wood platform where a twisting statue of skulls glows with green light. 4 onlookers hold red gemstones. Ich bin bereit für eure Spenden. A woman with bat-like wings steps forward. Ornate silver finery weaves along her thighs and midriff. Vorzüglich, Nitara. Und nun seid ihr dran. A Saidan man with black hair and deep scars on his chest looks up. Darius und ich dachten uns, Versuche nicht mit mir zu verhandeln. Havoc, wir brauchen Beweise für deine Worte. Nitaras Veternianer sind der einzige Beweis, den ihr braucht. Serena hat recht. Dank Quan Chis Magie wird mein Volk nun nicht mehr vom Sonnenlicht vergiftet. Wir sind endlich dem Schatten entkommen. Keine Sorge. Meine Zauber bringen die Regierung des Ordnungsreichs zu Fall. Wann bekommen wir sie, Quan Chi? Nach dem Angriff auf das Erdenreich. Er könnte aber abgesagt werden, wenn die Effizienz des Seelenräubers nicht nachgewiesen The wird. Saidan man Havoc hesitates as the green glow looms behind them. He hands over the gemstone to Quan Chi. Quan Chi's eyes widen. Nearby, Ashrah steps forward from her new companions. Their gazes are all fixed on the platform. Oh, jetzt wird es spannend. Das Erdenreich ist in Gefahr. Ein einzelner Seelenräuber kann Hunderttausende töten. Wenn er mehrere davon benutzt, Sterben Millionen. Wir müssen ihn aufhalten. ich übernehme Quan Chi. Ihr 4 kümmert euch um die anderen. Pass mal auf, mein Großer. Hier ist deine Endstation. Johnny stops Kenshi. Hör hin! Millionen Tote! Deshalb wollen wir auch nicht, dass du uns jetzt aufhältst. Also, gib mir dein Schwert. Warum? Jetzt gib's mir einfach. A small smile tugs at Johnny's lips. Kenshi hesitantly removes the sword from his back and offers it to Johnny. Johnny takes it, then replaces it with the sword cento. Kenshi grips its black scabbard tightly. Was? Nein, nicht wenn du... Du hast mein Leben gerettet. Nimm es. Johnny fixes him with a serious look and touches his shoulder. Kenshi squeezes cento, thumbing its golden detailing. At the Soul Stealer, Quan Chi casts green magic from his hands. Nitara spots Ashrah's group charging in. Quan Chi! They stop before the platform as Quan Chi turns. Einmal mehr bist du entkommen, Ashrah. Und nun scheint es, als hättest du Gefährten gefunden. Wir werden dich aufhalten, Zauberer. Du wirst keine Seelen stehlen. Ashrah flourishes her sword and charges in. Nitara flies forward to meet her, slashing with red claws. Baraka bowls into Havoc, and they brawl with clenched fists. Kung Lao kicks at the demon woman Serena, who parries him with swift ease and counters with a gut punch. Johnny exchanges blows with Darius, a Saidan man with dark umber skin and orange sunglasses. Ashrah manages to slice Nitara's arm.
Die Klinge ist verzaubert. Sie vernichtet das Böse. Von deiner Art hat sie schon viele erschlagen. Wir sind, was wir sind. Uns von Blut zu nähren, macht uns nicht böse. Fight! So leicht schlägst du mich nicht. Ich bin der Erlösung einen Schritt näher. Twisting green light erupts from the Soul Stealer and spirals toward the sky. Dozens of ghosts, translucent skeletal figures, fly from the trees toward the Soul Stealer. The ghosts swarm around the twisting light. Johnny gazes up at the ghosts with the others, all awash with pallid green light. Oh Mann, das ist ein Soul Nado. The forest withers and rots as the faces carved into the trees turn skeletal. Quan Chi conjures green light in his palms, then lifts them overhead. Teeth gritted, Quan Chi thrusts his hands to the Soul Stealer and channels green magic into the Soul Nado. Strands of light from the Soul Nado coalesce into a humanoid form wearing a red and black cloak over corpse gray skin. The humanoid stretches his jaw open, then collects himself and stares out at everyone with glowing green eyes. The humanoid raises his hands while floating in front of the Soul Stealer. Ashrah narrows her eyes at him. Was ist das für eine dunkle Magie? Wir sind Ermac. Eine Gruppe von Seelen, gebunden durch Quan Chis Magie. Wir leben, ihm zu gehorchen. Töte sie. Ermac throws bolts of green energy at Johnny, Kung Lao, and Ashrah, knocking them to the ground. Ermac telekinetically raises Baraka into the air as the Tarkatan charges, then throws him away. Reptile tackles Ermac to the ground, but Ermac frees himself and blasts Reptile back with an energy bolt. He yanks Ashrah toward him, then jabs her face before launching her through the air to the ground. Ich brauche Quan Chi, das Ordnungsreich zu befreien. Wird nicht scheitern. Du willst ein Reich auslöschen, ein anderes zu befreien. Das lasse ich auf keinen Fall zu. Fight! Dass du Quan Chi hilfst, spricht Bände über dich.
The attacker punches the victim airborne, then grabs their ankles to slam them down. Ashrah impales the victim with a bladed wing, then her wings break into dozens of feather knives. She slashes with her kris as the knives pierce them. Bring dein Chaos fort von hier. Ashrah hacks through Quan Chi's flaming skull with her kris. Ich wusste immer, du bedeutest Ärger, Ashrah. Du bist nicht nachgiebig wie deine Schwestern. Und wegen deiner Verschwörungen musste ich sie nun umbringen. Das vergebe ich dir niemals, Quan Chi. Und was machst du? MK-Wish. The attacker punches the victim airborne, then grabs their ankles to slam them down. Ashrah impales the victim with a bladed wing, then her wings break into dozens of feather knives. She slashes with her kris as the knives pierce them. Ich weiß nicht. Ashrah scowls. Wenn ich hier fertig Ich glaube, man hat schon alle. erledige ich dich. She flings her kris at Ermac. He stops it telekinetically. Ashrah grabs the kris and slashes at him. Ermac weaves around her attack, then blasts her back. Johnny kicks his head, then Ermac smacks his face, making him stumble away. Ashrah spins while slashing at Ermac. He evades her, then slams Reptile into the ground as he charges. He levitates Ashrah into the air and hammers her down. She lies inert. Ermac throws a fallen log at Reptile and Baraka, then floats Johnny up and slams him into the dirt. He raises Johnny again and flings him away. Johnny goes still. Kenshi raises Sento, face hard. Sie dürfen nicht sterben. He charges Ermac. Ermac launches him away. Sento pierces the ground. Kenshi gradually sits up. He frantically feels around the ground. Dim lighting reflects on Sento's sleek blade. Was? Wer ist das? Deine Vorfahren, komm zu uns. Kenshi crawls to Sento. He clutches the sword's hilt, then lifts it as he stands. In einer Zeit der Not wird die Teile dir beistehen. Blue light shines from Kenshi's eyes and bleeds out past his blindfold. He sees Ermac speed through the air to him. He dances around Ermac's punches, then runs Sento through his chest. Blue light flares from Ermac's eyes and mouth and starts to get sucked into the blade. Then he blasts Kenshi away. He tosses rocks at Kenshi, but Sento floats in the air and deflects each of them. Kenshi gently takes the hilt. Es hat seine Seelen. Und dazu seine Macht. Ashrah runs over. Das war unerwartet. Kannst du laut sagen. Beenden wir das jetzt. Los geht's. Ashrah and Kenshi face Ermac with the kris and Sento at the ready. Dieser Kampf ist nicht vorbei. Ich werde Quan Chis Schergen besiegen. Wir sind viele. Du bist nur eine. Wir werden dich vernichten. Fight.
The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Ashrah impales the victim with a bladed wing, then her wings break into dozens of feather knives. She slashes with her kris as the knives pierce them. Widerstand ist niemals zwecklos. Wir sind viele. Du bist nur eine. Wir werden dich vernichten. Was ist los mit ihm? Der Kombat muss die Magie geschwächt haben, die die Seelen bindet. Ich finde dich. Ermac sags to the ground. Was war das? Pass auf, ich schalte den Seelenräuber ab. Ashrah dashes to the Soul Stealer. She plunges her kris into its red gem, making it split. Quan Chi raises a hand to her. The gemstone splits and releases energy that launches Ashrah away. The ghosts pour out of the Soul Stealer. One flies to Quan Chi and grabs his head. The ghost sucks blue energy from his face, turning his skin ash white, then vanishes. Quan Chi staggers back before collapsing. Ashrah regards Quan Chi's motionless body, then strides to him. Das hast du also überlebt. Dann bin ich dran. Nein, Ashrah! Er ist gefährlich, er muss sterben. Liu Kang muss ihn befragen. Er kennt Shang Tsungs Pläne. Ashrah lowers her kris. Also gut. Tja, hab offenbar zu wenig dafür bezahlt. Wusstest du, dass es das kann? Die Legenden haben nichts erwähnt. Die Seelen meiner Vorfahren leben darin. Sie werden mich führen. Vergiss nur nicht, wer es dir gegeben hat, Takahashi. Geht klar, Cage. Also, bringen wir ihn ins Erdenreich. They all look at Quan Chi. Ich weiß, das hier ist deine Heimat, Baraka. Aber sei Sof, Ashrah. Kommt mit, wenn ihr wollt. Liu Kang wird euch willkommen heißen. Ich hatte nie ein Zuhause. Das wäre wundervoll. Snow falls around the ruins of an immense stone fortress nestled among tall mountains. Shang Tsung waves his hands around on the top of the fortress and conjures a portal made of fiery light. The benefactor emerges from it. Berichte, Shang Tsung. Die Seelenräuber befinden sich im Bau. Quan Chi testet derzeit die letzten Teile. Und die Armee wird all deinen Befehlen gehorchen, sobald sie genug Seelen hat. Ich habe einen Plan, um die Lin Kuei von Liu Kang zu trennen. Statt das Erdenreich zu schützen, werden sie es verraten. Ausgezeichnet. Du lernst schnell, Shang Tsung. Und gut. Schon bald wirst du die Früchte deiner Arbeit ernten können. He beams. Moonlight falls over the rooftops of Sundo. Reptile leaps from one roof to another. He looks down at a massive festival of outworlders in the streets below, each wearing brightly colored clothes. Paper lanterns hang from strings over them. Reptile dashes along the rooftops, following General Shao as he moves through the crowd. Reptile leaps to another rooftop, changing into his lizard form as he goes. He bounds through the air to a different roof. He scurries up to its sloping apex, then shapeshifts back into his human form. Reptile steps across the roof, then stops and looks out at the hundreds of people gathered around a massive 2-story wooden building, its sides open and the people inside visible. Long strings of different colored paper lanterns hang over the ground and a group of performers move a large dragon prop around in a dance. Kitana and Melina stand on the bottom floor of the massive building, each in full regalia. Tanya and numerous others in lavish clothes stand among them. Kitana smiles and waves to the festival outside. Li Mei steps to General Shao and walks with him. Wer sind diese Erdenreichler, die wir suchen? Du hast ihre Beschreibung. Sag mir wenigstens, warum sie hier sind. Was sie getan haben. Staatsgeheimnis. Nicht für dich bestimmt. He strides away through the bustling street. Melina and Kitana smile and wave to the people. Melina beckons Tanya. Ja, Prinzessin. Hol uns Wasser, ja? Tanya smirks. Wie du wünschst. Melina smiles warmly as Tanya leaves. Vorsicht, Schwester. Beziehungen mit Umgadi sind verboten. Du kennst ihr Gelübde. Du weißt es.
Aber ja, das sieht man. Auch die Schlangen am Hof, die deinen Fall begrüßen würden. Die Umgardi-Regeln sind lächerlich. Und als Imperatorin kannst du sie ändern. Bis dahin darfst du deinen Aufstieg nicht gefährden. Melina stomps off. Quan Chi sits in an alley behind one of the crowded streets. Johnny puts a big hat on him near Ashrah, Kenshi, and Kung Lao. Süße Träume, Fürst der Finsternis. They all wear festival costumes. Oh, perfekt. Du passt genau rein. Gab es wirklich keinen praktischeren Hut? Was denn? Dein Gesicht ist verborgen. Und außerdem steht er dir auch. Ashrah gives him a questioning look. Ich weiß ja nicht so recht. Den zu tragen erregt nur Aufmerksamkeit. Siehst dir doch an. Es ist wie Karneval. Die Leute werden denken, er hat zu viel gefeiert. Reptile jumps down to them from a rooftop. Wie sieht's aus? Geh bis zur Bühne und dann rechts zum Portal. Allerdings sind überall Soldaten und Wachen. Bist du sicher, dass das reicht? Wenn uns jemand sieht, sind wir tot. Deshalb werde ich für Ablenkung sorgen. Dich suchen sie auch, Saisov. Um mich zu kriegen, müssten sie mich suchen. Reptile turns invisible. Wow, du bist ja ein richtiger Jäger. Kenshi and Ashrah lead Kung Lao and Johnny as they carry a listless Quan Chi through the immense crowd of festival goers. People glance at them. Ashrah catches her hat as it slips off, then readjusts it. 4 guards eye them from across the street. Ablenkung wäre gut. A string of paper lanterns overhead bursts into flames. Gute Arbeit, mein Freund. They carry on. The surrounding festival goers flee. Katana looks out at the chaos in the streets. Tanya grabs at her arm. Komm, Prinzessin, loslassen. Ich gehe nicht mit. More paper lanterns explode near General Shao and a row of soldiers. Löscht die Brände! Findet die Täter! Zurück, General. Das ist nicht das Problem des Militärs. Li Mei spots Reptile on a rooftop. Da. Saisov. Du kennst ihn? Wer ist das? Unwichtig. Aber dann sind die Erdenreichler hier. Reiko. Reiko rushes over, then looks at Reptile. He and Li Mei hurry through the crowd toward him as he sprints away. Li Mei and Reiko pursue Reptile while he jumps to another building's roof. They pause. Reiko fixes him with his gaze, then throws a shuriken, striking his hand and making him fall to the ground. Reptile clutches his hand and flees, partially invisible. Li Mei and Reiko examine green blood trailing away. Ich hol ihn. She runs off. Reiko pauses, then hurries after her. Kenshi looks around while leading the others with Ashrah. He spots Li Mei and Reiko in the distance, following the blood trail. Saisov! Kenshi shoves his way through the crowd after them. Li Mei and Reiko run to a small bridge. Reptile turns visible on the other side of it. Grünes Blut? Ein Sateraner. Wie kannst du... Es gibt viel, was du nicht weißt. Zum Beispiel, was der General wirklich vorhat. Ergib dich und ich höre dich an. Mach besser, was ich sage. Verhafte mich und er richtet mich hin. So werde ich nicht sterben. Fight! The attacker punches the victim airborne, then grabs their ankles to slam them down. Li Mei conjures a giant lion head made of energy. She leaps, twists the victim's neck, and throws them into the lion's maw. Ich habe nichts gegen dich. Lass mich
vorbei. Wisse, dass es mir leid tut, Sundos Frieden gestört zu haben. Kitana glowers. Oh, lachhaft. Prinzessin, nein! Das ist gefährlich. Kitana unfurls 2 fan blades and charges Reptile. He dances around her attacks, then punches at her. She dodges just as Tanya strikes at him with her 3/4 staff. He counters her swings, then kicks her away. Der Aufstand eines Sateraners? Das hätte ich wirklich nie erwartet. Das ist nicht meine Absicht, Prinzessin. Leider ist nur keine Zeit, es zu erklären. Fight!